Billige Produkte sind oft nur scheinbar billig. Manchmal zahlen nur andere mit. Wie lassen sich die gesamten gesellschaftlichen Kosten von Produkten und Dienstleistungen erfassen und berücksichtigen? Wie viel ist uns die Gesundheit oder die Lebenserwartung anderer Menschen wert? Und wie kann man eine Tierart in Geld bewerten? Rein in Geldeinheiten meinen wir, dass das gar nicht geht. Mein Name ist Sigrid Stagl, ich bin Volkswirtin und arbeite an der WU am Institute for Ecological Economics. Es ist offensichtlich, dass erfolgreiches Wirtschaften ohne natürliche Ressourcen nicht möglich ist. Auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen braucht es ein Wirtschaften, bei dem das Prinzip der Regeneration großgeschrieben wird. Am Institute for Ecological Economics arbeiten wir dazu an Methoden zur Entscheidungsunterstützung, wie an Modellen, die sozioökonomische Faktoren ebenso wie biophysische Grenzen berücksichtigen. Eine konkrete biophysische Grenze ist beispielsweise das 2-Grad-Ziel, welches beim Klimagipfel in Paris vereinbart wurde. Dementsprechend ist es erforderlich, innerhalb weniger Jahrzehnte auf die Nutzung fossiler Energieträger zu verzichten. Ein möglicher Pfad dorthin ist die Halbierung der Emissionen alle 10 Jahre. Wir wollten wissen, wie die gesellschaftlichen Auswirkungen des Wirtschaftens umfassender berücksichtigt werden können. Zur Erreichung der Klimaziele beispielsweise, welche Szenarien sind vorstellbar, welche Auswirkungen haben sie? Jahrzehntelang wurden für diese Berechnungen Kosten-Nutzen-Analysen verwendet, die es erfordern, alle Auswirkungen in Geldeinheiten zu bewerten. Wir meinen, dass zum Beispiel Umweltverschmutzung, Lebenserwartung, Artensterben sich nicht in Geld bewerten lassen. Und es ist doch gar nicht nötig. Wir nutzen mathematische Algorithmen und machen sie für die ökologische Ökonomie nutzbar. Multikriterienanalyse ist eine Methode, die es uns ermöglicht, alle Auswirkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten in jenen Einheiten zu berücksichtigen, in denen sie anfallen. Also beispielsweise CO2-Emissionen in Tonnen, Landverbrauch in Hektar, Tier- und Pflanzenarten in ihren ökologischen Kennzahlen. Außerdem kombinieren wir die quantitativen Analysen mit Stakeholder- und Bürgerbeteiligungsprozessen, was es uns ermöglicht, verschiedene gesellschaftliche Perspektiven in der Ergebnisfindung zu berücksichtigen. Die Multikriterienanalyse ist tauglich, um eine integrierte Bewertung basierend auf Daten aus verschiedenen Disziplinen durchzuführen und Entscheidungen zu unterstützen. Beispielsweise haben wir analysiert, welche Energietechnologien und Kombinationen davon wünschenswert sind. Mit der Methode können wir das gesellschaftlich beste Energieszenario feststellen und mit Alternativen systematisch vergleichen. Statt eines Geldwertes bekommen wir eine Reihung von Energieszenarien. In Bezug auf das Pariser Klimaabkommen ermöglicht uns die Methode, die Pfade der Dekarbonisierung zu vergleichen und damit der Umsetzung des Abkommens näher zu kommen. Generell können wir mit der Methode alle gesellschaftlichen Kosten, die Produkte und Dienstleistungen erfassen und damit bessere Entscheidungen für eine nachhaltige Zukunft unterstützen.